Wir haben Kroatien erreicht und wollen gleich die Fähre nehmen nach Zres, und von dort aus geht es dann weiter zu der kleinen Nachbarinsel Lošinj, und dort gehen wir dann auf den Campingplatz Sikat, und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind am Morgen gestartet nördlich von Ljubljana und dann ging es Richtung Kroatien. Dort sind wir auf die Halbinsel Istrien gefahren und hier, so hat uns das Navi das jedenfalls gezeigt, so sollen wir dann zur Fähre fahren, die uns nach Zres bringen soll. Wir sind zuletzt vor etwas mehr als 20 Jahren hier auf der Insel Zres gewesen und haben damals die Route über die Insel Krk genutzt. Das hätten wir in diesem Fall auch wieder besser machen sollen, denn die Anreise ist einfacher. Wir haben Mittwoch, den 7. September, und etwa in der Mittagszeit erreichen wir den Fähranleger. Wir hatten die Fähre nicht vorher gebucht, sondern wir kaufen uns hier ein Ticket vor dem Fähranleger. Wir bezahlen für die einfache Fahrt rüber nach Zres etwas mehr als 40 Euro. Wir können auch in Euro bezahlen. Es hat sich hier eine lange Schlange vor der Fähre gebildet und wir müssen circa eine halbe Stunde warten und dann können wir auf die Fähre fahren. Ich muss mich dann immer wieder wundern, wie viele Fahrzeuge auf so eine Fähre raufgehen. Ich nutze jetzt mal die Zeit, während die Bilder hier laufen, kurz zu erklären, warum wir jetzt zu diesem Camping Sikat fahren. Und zwar dort ist ein Treffen von der Firma Cougar Tours. Sie veranstaltet geführte Reisen und an diesem Treffen nehmen wir teil, denn ich möchte mal berichten, wie so eine geführte Reise aussieht, welche Voraussetzungen man mitbringen muss und so weiter und so fort. Und das möchte ich in einem Video zeigen und deshalb fahren wir dorthin. Wir haben mit Cougar Tours auch 3 geführte Reisen mitgemacht. Das ist aber ca. 17 Jahre her. Und somit haben wir aber zumindest Erfahrung, was geführte Reisen betrifft. Zum Wetter muss man sagen, wir hatten gerade ein Gewitter und starken Regen. Und jetzt klärt es sich so langsam wieder auf und an ein paar Punkten kommt der blaue Himmel auch schon wieder durch. Alle, die in der Warteschlange gestanden haben, sind mitgekommen. Die Fähre ist nicht mal ganz voll geworden und hat dann recht pünktlich auch abgelegt. Um 13:15 Uhr geht es los und circa eine halbe Stunde hat sie gebraucht, bis wir wieder an Land waren und die Insel Zres erreicht haben. Und jetzt kommt so ein Stück Straße hier auf der Insel, wo wir fahren müssen. Die Straße ist nicht sehr breit und teilweise auch sehr holprig. Hier im ersten Stück nicht, aber jetzt fängt so an. Man sieht schon, die Straße ist schmal, links der Berg hoch und rechts geht es runter ans Meer. Und ja, wenn einem da Fahrzeuge entgegenkommen, gerade wenn es breite Fahrzeuge sind, dann kann das ein bisschen eng werden. Wir hatten Glück, es waren nicht so sehr viele Fahrzeuge, hin und wieder mal ein PKW oder auch mal ein Wohnwagen war dabei, aber das war alles kein Problem. So war das Vorankommen auch nicht besonders schnell, aber das war kein Problem für uns, denn wir waren noch frühzeitig dran und später wurde die Straße auch besser und breiter, so dass wir dann etwas schneller fahren konnten. Von der Fähre bis zum Campingplatz sind es etwa 80 Kilometer, wenn man hier über die Insel fährt. Man kann auch von der Insel Krk rübersetzen mit der Fähre nach Zres. Diese Strecke soll einfacher zu fahren sein. Wir werden das auf der Rückfahrt testen. Auf unserem letzten Abschnitt auf der Anreise zum Camping Sikat werden wir entschädigt durch einen schönen Blick aufs Meer und auf die gesamte Küste. Wie ich am Anfang schon sagte, nehmen wir ja am Treffen von Cougar Tours teil und so haben wir auch nicht den Platz dort auf dem Campingplatz reserviert, sondern das wurde alles erledigt vom Veranstalter Cougar Tours. Circa 15 Uhr erreichen wir dann den Campingplatz.
Wir gehen jetzt hier zur Rezeption oder Anmeldung und dort weiß man aber schon Bescheid. Wir sind dort ja schon gemeldet und so steigen wir dann in so eine Golfkarre und wir werden über den Platz gefahren, um uns einen Stellplatz auszusuchen. Dieser Campingplatz ist sehr groß, er hat ca. 900 Parzellen und es gibt unterschiedliche Kategorien an Parzellen hier. Wir haben hier eine Parzelle in mittlerer Größe mit Strom und Wasser am Platz. Der Mitarbeiter zeigt uns 3 Plätze, die haben wir zur Auswahl und da ist die Entscheidung leicht. Ein Platz ist schön groß und ist sonnig, den brauchen wir auch für unser Mobil, damit wir überhaupt drauf passen. So, jetzt fahren wir mit dem Mobil in Richtung Zufahrt oder Einfahrt hier. Oben sehen wir schon das Banner von Cougar Tours, dass hier das Treffen stattfindet. Wie man schon sieht, gibt es hier viel Bäume, Kiefern und ja, nicht überall ist viel Platz. Wer also jetzt ein sehr großes Mobil hat, also 10 Meter, der muss schauen, wo er da einen großen Platz findet. Gibt es hier aber, muss man nur etwas suchen und schauen, ob man da einen freien Platz findet. Für uns wird es auch nicht so ganz einfach, hier zum Platz hinzukommen, aber bei uns passt ja Rita immer auf. Sie steht vorne und schaut genau, ob es passt oder nicht. Manchmal geht es nur um wenige Zentimeter und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht da anderen Camper irgendwie was ans Auto anfährt. Aber jetzt haben wir es hier rein geschafft. Jetzt sind nur noch die Bäume, die hier rechts und links stehen. Da zeigt Rita mir genau, welchen Bogen ich fahren soll, damit ich da gut durchkomme. Besser langsam fahren und zweimal schauen, als sich einen großen Schaden am Wohnmobil zu holen. Man sieht es immer wieder, größere Mobile, damit kann es immer mal schwieriger werden und daher sind wir auch froh, dass wir bei unserem neuen Vario nicht wesentlich länger sind wie bei diesem hier. Dort haben wir dann 8,25 Meter und das ist dann auch noch im Bereich des Machbaren für uns. Es gibt hier Parzellen, die haben eine Größe von 200 Quadratmeter. Unsere, die wird circa die Hälfte haben, ich denke irgendwo so 90. Sie ist angegeben mit 9 mal 9 Meter und das reicht dann für uns auch aus. Durch die vielen hohen Kiefern ist es hier schwierig mit dem Satellitenempfang, aber das ist für uns kein Problem. Wir schauen dann über Internetfernsehen. Aber es gibt auch Plätze, da hat man Empfang. Wer seinen Platz nun ganz genau vorher anschauen möchte, das ist kein Problem. Und zwar geht man dann auf die Webseite, dort kann man jeden einzelnen Platz anticken und man sieht, wie der Platz geschaffen ist und wie groß der Platz ist. Überall findet man große Hinweisschilder. Das ist auch wichtig, damit man seinen Bereich auch wiederfindet. Oder wenn man irgendeinen anderen Bereich hin möchte, dass man das dann auch schnell findet. Es gibt auch Plätze hier unten direkt am Meer. Die sind natürlich sehr schön, aber kosten auch etwas mehr als die normalen Plätze. Der Strand ist hier ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einen Bereich mit viel Steinen. Dort gibt es eine Leiter, damit man ins Wasser kommt. Und dann gibt es einen Strandabschnitt. Ja, da sind grobere Steine liegen dort auch. Aber das ist sehr angenehm. Dort kann man auch mit Kindern dann ins Wasser. Trotz der Größe des Campingplatzes hat man hier außenreichend Platz am Meer, wenn man dort sich sonnen möchte oder vielleicht ins Meer zum Schwimmen gehen möchte. Es gibt auch einen großen Platz, dort kann man Anhänger, Trailer oder auch sein Boot abstellen. Obwohl der Platz sehr groß ist und gut belegt ist, hat man nicht das Gefühl von Enge. Es verteilt sich auf diese große Fläche und ja, man steht nicht dicht an dicht hier auf dem Platz. Und es gibt Bereiche, so wie hier, die sind dann auch etwas preiswerter, die liegen etwas weg vom Meer. Die Plätze Richtung Meer sind terrassenförmig angelegt, so dass man auch von den hinteren Plätzen noch das Meer erkennen oder sehen kann. Es gibt hier so viele verschiedene Bereiche, die kann ich gar nicht alle zeigen. Was natürlich auch wichtig ist, ist ein Supermarkt und das ist ein Supermarkt, der gut sortiert ist. Man bekommt da fast alles, was man fürs tägliche Leben braucht.
Direkt neben dem Supermarkt gibt es ein Restaurant. Es gibt insgesamt 2 Restaurants hier auf dem Campingplatz und auch eine Strandbar. Dann gibt es noch recht zentral auf dem Campingplatz einen Stand. Dort kann man morgens sein Brot, Brötchen oder Croissant kaufen. Wer seine Badesachen zu Hause vergessen hat, der wird hier auch fündig. Sowas kann man hier alles kaufen. Wer alle Details vom Platz wissen möchte, der gehe bitte auf die Internetseite und guckt sich dort den Lageplan an. Dort findet er alles. Ich hatte die Möglichkeit, an einem Abend mit dem Chef vom Campingplatz hier zu sprechen und da hören wir jetzt mal rein. So, wir sind hier immer noch auf dem Campingplatz Chicat, richtig. Und gegenüber sitzt mir der Chef vom Platz. Genau. Und der sagt uns jetzt ein bisschen was zu seinem schönen Campingplatz hier. Ja, ich bin Geschäftsführer von den 4 Campingplätzen, nicht nur Camping Chicat. Wir haben auf der Insel Zres und Lošinj 4 Campingplätze, Camping Slatina, Camping Baldarin. Diese Camping Baldarin ist Naturistik-Campingplatz, Camping Biar und Camping Chicat, die ist ein Teil von Leading Campingplätze. In ganz Europa sind 36 Leading Campingplätze. Chicat ist ein Teil von Leading Campingplätze und auch wir sind sehr stolz, dass wir sind ADAC Superplatz. Ja, jetzt erzähl noch ein bisschen was über den Platz hier und warum ist es hier so schön. Camping Chicat ist, es gibt nicht so viele Campingplätze in Kroatien, die arbeiten auch durch Winter. Wir sind das ganze Jahr offen. Wir sind schon 7. Jahre, dass wir arbeiten auch die ganze Jahr. Wir organisieren auch Silvesterabend hier natürlich unsere Insel ist sehr bekannt. Wir haben begonnen mit einem Wintertourismus hier. 1892 Kaiser Franz Josef hat Winterklimakurort erklärt auf diese Inseln. Wir sind sehr, sehr gut für die Leute, die Atmenprobleme haben. Die haben Probleme mit Asthma und KPB wegen unseres Salz von Wasser und wegen unserer Pinienwald. Wir haben hier die Pinienwald, die ist mehr als 130 Jahre alt. Das alles bringt unsere Luft, die ist die erste Qualität und sehr, sehr gut für die Leute, die diese Probleme haben, die Lungenprobleme haben. 2011 wir haben gemacht eine kleine Forschung auf den Gästen von Camping Chicat. Wir haben 2011 auf 100 Leute Forschung gemacht, die haben Spirometrie geblasen, wenn die haben gekommen auf den Campingplatz Chicat und nach 11 Tagen. Und wir haben bewiesen, dass nach 11 Tagen die Kapazität von Lungen sind größer, sind besser und besonders vor und nach Saison ist sehr, sehr gut für das. Okay, danke für die Information. Danke Ihnen. Ja, soweit der Chef vom Ganzen. Jetzt schauen wir uns mal die sanitären Anlagen an. Auch die dürfen sich sehen lassen. Es gibt mehrere Gebäude mit sanitären Anlagen hier auf dem Platz. Einige sind ganz neu gemacht, was die Inneneinrichtung betrifft. Und da sind wir jetzt mal in einem jetzt drin und schauen uns das Ganze hier an. Den ganzen Tag sieht man immer wieder Servicepersonal, was hier die Reinigung vornimmt. So kann man den ganzen Tag über kommen und man findet dann alles sauber und ordentlich vor. Abwaschmöglichkeiten gibt es im Innenbereich, aber auch im Außenbereich. Jedes Sanitärgebäude hat auch Waschmaschine und Trockner. Aber jetzt muss ich unbedingt noch das Highlight hier vom Campingplatz zeigen, und zwar ist das der Aquapark. Hier gibt es eine Bar im Wasser, wo man sich einen Drink nehmen kann, aber natürlich auch für die Kinder hier ganz toll gemacht mit den Rutschen, verschiedene Rutschen und verschiedenen Becken, wo man schwimmen kann. Fahrradfahren ist hier möglich, aber man muss ganz klar sagen, es ist nicht ideal, oder die Region hier ist nicht ideal zum Radfahren. Man sollte vielleicht auch ein E-Bike haben, denn es geht schon mal bergauf hier
und es gibt schon Steigungen und Radwege, die beschwerlich sind. Wir fahren jetzt hier am Strand entlang. Direkt am Meer gibt es einen Weg, der ist Rad- und Fußgängerweg. Man muss da ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn man dort fährt, auf die Fußgänger. Man kann hier so 2-3 Kilometer mindestens am Meer entlang fahren und es gibt hier und da auch nochmal ein Bar-Restaurant, wo man einkehren kann. Es gibt ja auch Hotels, auch die haben hier einen Badestrand an dieser Bucht. Auch zur Stadt Mali-Lusigny kann man mit dem Fahrrad fahren. Es sind vom Platz aus etwa 1,5 Kilometer, also durchaus auch zu Fuß zu erreichen. Wie man sieht hier, Motorroller sind hier angesagt. Wer also einen besitzt, der sollte den unbedingt hier mit hinnehmen, denn damit hat er hier viele Möglichkeiten, was zu unternehmen. Es gibt hier einen relativ großen Hafen, von hier aus werden Bootstouren angeboten oder natürlich kann man sich hier auch ein Boot mieten. Die Stadt hat etwas mehr als 8000 Einwohner und hier von oben sieht man, der Hafen ragt spitz in die Stadt hinein. Es handelt sich um einen natürlichen Hafen. Der Tourismus spielt hier eine große Rolle. Hier gibt es viele Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, man kann bummeln, man kann sich an den Hafen setzen, einen Kaffee trinken, also recht schön hier. Wenn man durch die engen Gassen der Stadt gehen möchte, dann sollte man das Fahrrad besser irgendwo stehen lassen und das Ganze zu Fuß erledigen. Etwas außerhalb der Stadt findet man auch einen bekannten Discounter. Der ist etwa, ja, ich würde sagen 2 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Es gibt hier auf der Insel mehrere kleine Buchten. Teilweise kommt man mit dem Fahrrad hin, einige kann man nur zu Fuß erreichen. Was sich auch lohnt, ist ein Aussichtspunkt, der liegt auf einer Anhöhe. Dort kann man mit dem Fahrrad hinfahren. Es ist ein bisschen beschwerlich dann bergauf. Man kann aber auch mit dem Motorroller oder auch mit dem Auto dort hochfahren. Dort gibt es verschiedene Aussichtspunkte. Von dort aus kann man dann weit aufs Meer und auf die umliegenden Inseln schauen. Die verschiedenen Aussichtspunkte sind etwa 4 bis 5 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Wer mit dem Fahrrad dorthin fahren möchte, der sollte schon sicher mit dem Fahrrad sein, denn die Strecke dorthin und auch die Wege sind doch etwas beschwerlich. Ich will nicht sagen gefährlich, aber man sollte schon sicher mit dem Fahrrad sein, wenn man dorthin fährt. Zurück ging es bergab und dann mit ordentlich Tempo runter. Da waren dann die Bremsen gefragt und man musste vorsichtig sein, dass man hier nicht irgendwo mal ins Schleudern kommt und dann stürzt. Wir sind zurück zum Campingplatz und jetzt hier auf der Einfahrt und hier sehen wir wieder Wohnmobile stehen und warten auf ihren Platz. Es wechselt jeden Tag, es kommen jeden Tag neue Gäste dazu, andere fahren aber auch wieder ab. Also ist noch ein reger Betrieb hier Mitte September. Wir gehen gerne mal essen, aber auch kochen wir gerne mal selber. Und das ist hier gut elektrisch möglich, denn wir haben hier einen gut abgesicherten Stromanschluss. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er hier mit 16 Ampere abgesichert, sodass man hier auch mal eine elektrische Induktionsplatte nutzen kann. Strom ist hier in der Platzgebühr enthalten, kann man also nicht abwählen. Somit nutzen wir den Strom natürlich, wobei wir nicht unbedingt Strom hätten gebraucht. Trotzdem laden wir unsere Batterien natürlich so weit wie möglich hier über Solar. Es gibt hier auch eine großzügige Fähr- und Entsorgung. Sie ist von 2 Seiten anzufahren, also man kann durchfahren, sodass man nicht viel rangieren muss, um hier zu entsorgen. Wer hier mit einem großen Mobil kommt, der sollte vielleicht vorher zu Fuß mal den Weg abgehen, den er fahren möchte. Denn es gibt hier so einige Stellen, die sind ein bisschen eng durch die Bäume. Aber es findet sich immer ein Weg, um an den richtigen Platz zu kommen.
Da ist schon ein bisschen was dran. Spanferkel ist natürlich in Kroatien angesagt. Da kann man am Nachmittag zusehen, wie das Ganze hergestellt wird. Und dann geht man abends ins Restaurant und dann bestellt man sich ein Stück Spanferkel vom Spieß. Wir sind ja auch unter anderem hier wegen dem Treffen von Cougar Tours. Und zwar machen die ja geführte Reisen. Und darüber möchte ich berichten. Ich möchte mal aufzeigen, wie sich so eine geführte Reise gestaltet. Da hatte ich hier die Möglichkeit, während des Treffens Aufnahmen zu machen und Reiseleiter und andere Personen zu befragen zum Thema. Dazu gibt es dann demnächst hier auf meinem YouTube-Kanal ein Video. Wir waren 10 Tage auf dem Camping Šikat. Es war für uns alles in Ordnung. Wir haben gut geschlafen. In der Nacht war es ruhig. Auch am Tage war es ruhig, trotz der Größe des Campingplatzes. Am Ende nochmal ein Hinweis zur Währung. Ab 1. Januar 2023 wird in Kroatien der Euro eingeführt als Zahlungsmittel. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.